Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute ein Special zu einem besonderen Kobi-Thema. Denn wir müssen reden. So fangen immer unangenehme Gespräche an. Es geht darum, in welche Richtung Kobi steuert. Kurzer Hinweis zu diesem Video: Da es hier um etwas Inhaltliches geht, gibt es nicht für alles ein passendes Bild oder Videoschnipsel. Daher läuft im Hintergrund etwas alternatives Videomaterial. Die passenden Stellen blende ich aber natürlich ein. Zunächst schauen wir einmal auf das Jahr 2025. Dort hatten wir 3 Sets mit Aufklebern. Den Formel 1 Pitstop mit der Setnummer 1685, den Alpha Jet in der Neuauflage mit der Setnummer 5841A und den weißen Golf im Maßstab 1:12 mit der Setnummer 24358. Der Alpha Jet und der Golf mit zumindest optionalen Stickern. Nun haben wir 2026 und nur für den Monat Januar haben wir bereits 8 angekündigte Sets, die Aufkleber beinhalten sollen. Wird dies ein neuer Trend bei Kobi? Warum überhaupt Aufkleber? Zunächst ist es billiger, Sticker beizulegen, als Teile zu bedrucken. Ich denke, das ist eben klar. Zum anderen ist es ein erheblicher Aufwand, wenn ein Druck über mehrere Klemmbausteine gehen soll. Hier kann man entweder jedes Teil individuell für sich bedrucken, läuft dann aber Gefahr, dass die Drucke hinterher ungleichmäßig aussehen. Ein berühmtes Beispiel ist hier der Ford Mustang von Lego. Hier bringt man viele individuell bedruckte Steine nebeneinander an. Wenn man es möglichst gerade haben möchte, konnte man bei dem Ford Mustang schauen, welcher Print optisch am besten neben den anderen passt. Kobi ist hier schon einen Schritt weiter gewesen. Um einen sauberen Druck über mehrere Teile zu gewährleisten, wurde eine sogenannte Baugruppe bedruckt. Das heißt, die Teile wurden so, wie sie final zusammenpassen sollen, zusammengesteckt und erst anschließend bedruckt. Bei der Schwarzen Witwe im Maßstab 1:35 gab es für die Seiten jeweils einen Sticker. Hier bestanden die Seiten aus vielen kleinen Plates. Diese hätten a. zeitaufwendig vor dem Druck zusammengebaut werden müssen und b. hätte man so die entstandene Baugruppe nicht in einem Stück in das Auto einsetzen können. Somit hätte man die Baugruppe wieder zerlegen müssen, um das Ganze dann wieder fehlerfrei zusammenzupuzzeln. Dies hätten viele Kunden sicherlich nicht hinbekommen. Man muss hier aber auch erwähnen, dass Kobi einlenken und auch von Aufklebern zu Prints wechseln kann. So geschehen bei der 747 in der First Flight Edition und der Air Force One. Diese Sets sollten neben Prints auch Aufkleber beinhalten. Auf der Nürnberger Spielwarenmesse habe ich selbst noch die Prototypen mit Aufklebern gesehen und auf Nachfrage sagte man mir, dass es einfach zu teuer wäre. Hier gab es wohl genügend Kritik und Kobi hat die beiden Flugzeuge vollständig bedruckt und den Preis sicherlich entsprechend angepasst. Kobi hatte selbst einst ihren Vorteil der vollständig bedruckten Sets deutlich gemacht und auch gerne mal einen Seitenhieb auf die Konkurrenz verteilt, so beispielsweise bei der Titanic. Hier hat man unter anderem extra hervorgehoben den Satz Pad Printed, No Stickers mit 3 Ausrufezeichen. Möglicherweise wollte man nun weitere Preiserhöhungen bei Kobi vermeiden. Wir wissen alle, dass die Preise in der letzten Zeit bei Kobi stark angestiegen sind, im Gegensatz dazu, wo wir einst gestartet sind. Dies liegt natürlich an gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen, steigenden Stundenlohn und der allgemeinen Inflation. Die aktuellen Preise haben bei vielen Kunden bereits das Maximum der Akzeptanz erreicht und viele überlegen sich zweimal, ob sie ein Set kaufen oder nicht. So zumindest einige der Kundenfeedbacks, die ich erhalte. Auf der anderen Seite sind Sammler aber auch bereit, für ein gutes Set mehr auszugeben. Dies belegt die Tatsache, dass es Anbieter gibt, die die nötigen Steine für ihre Kunden bedruckt anbieten. Hier werden zum Beispiel häufig für Sets des Herstellers Lego die bedruckten Teile als Bundle für ganze Sets angeboten. Diese Anbieter werden immer beliebter und können sich teilweise vor Aufträgen kaum retten. Dies ist allerdings nicht günstig, so müssen die Anbieter individuell bedruckter Teile die Steine oft teuer einkaufen und große Druckmaschinen liegen oft im höheren fünfstelligen Bereich. Einen so bedruckten Stein kann man oft mit einem Preis von 2 Euro oder mehr beziffern. Auch ich habe diese Services schon öfters genutzt, entweder um ein Set, welches mir wichtig war, mit Prints zu versehen oder auch als Werbemaßnahme. Die Frage ist, wie viele Kunden bereit sind,
einen deutlich höheren Preis zu akzeptieren. Welche Sets sind nun im Januar betroffen? Der Alfa Romeo Guardia di Finanza mit der Nummer 24657, der Alfa Romeo Carabinieri mit der Setnummer 24654, der Volkswagen Passat B1 Variant mit der Nummer 24641, der VW Passat B1 in Grün mit der Nummer 24644, auch der Passat B1 Variant Polizei mit der Setnummer 24645, der VW Passat B1 und Caravan mit der Nummer 24643, die Northrop B2 Spirit mit der Nummer 5916 und dann noch der Ram 1500 Sheriff mit der Setnummer 24658. Um welche Aufkleber es sich in den hier aufgeführten Sets handelt, ist nicht bekannt, auch nicht, ob es durch die verwendete Bautechnik keine andere Möglichkeit gab. Wie erkennt ihr nun in Zukunft, welche Sets von Kobi Aufkleber beinhalten und welche ausschließlich bedruckte Teile? Die meisten kennen sicherlich das Logo Pad Printed. Ist dies auf der Packung zu finden, sind nur bedruckte Teile und keinerlei Aufkleber im Set enthalten. Fehlt dieses Logo, sind Aufkleber vorhanden. Doch Achtung, bei Ankündigungen kann das Logo noch vorhanden sein, beim finalen Produkt aber nicht mehr, da sich Details bei einem Set vor Veröffentlichung noch immer ändern können. Achtet also bei der Produktverpackung auf das Pad Printed Logo. Dies ist in der Regel an der Seite des Kartons angebracht. Bei Top Gun Sets gab es dies aber auch schon in Schwarz-Weiß auf der Rückseite der Packung. Wir selbst sind große Fans der 1:35 Autos von Kobi und sind aktuell recht betrübt über die vielen Sets mit Aufklebern. Auf viele der mit Aufklebern versehenen Sets werden wir sicherlich verzichten. In unserem Onlineshop auf trendgames.de schreiben wir, sofern bekannt, in unsere Detailauflistung hinein, ob die Sets Prints oder auch Aufkleber beinhalten und bemühen uns, dies so aktuell wie möglich zu halten. Vor der Veröffentlichung kann sich dies aber auch noch ändern. Weitere Informationen und Janas Perspektive zu diesem Thema liest ihr auf dem Steine-Kanal-Blog. Die Links hierzu findet ihr in der Videobeschreibung. So, und was haltet ihr denn von Aufklebern bei Kobi? Kauft ihr Sets mit Aufklebern? Und seid ihr bereit, einen deutlich höheren Preis für vollständig bedruckte Sets zu bezahlen? Schreibt's mir gerne mal in die Kommentare. Und an dieser Stelle habe ich wie immer noch 2 Videoempfehlungen für euch. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen und verbleibe bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.